Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In dieser Folge zeige ich euch meine Version von Wirsing-Rouladen mit Hackfleisch und Reis. Ich habe hier einen Wirsing, aber das Rezept funktioniert auch mit Spitz, China oder Weißkohl. Bevor die Kohlblätter gefüllt werden können, müssen sie als erstes weich gekocht werden. Dafür könnt ihr entweder die abgetrennten Blätter oder wie hier den Kohl am Stück kochen, bis die Blätter weich sind. Ich koche den Kohl je nach Größe etwa 40 bis 60 Minuten, wobei ich ihn zwischendurch einmal umdrehe, damit er von allen Seiten Hitze bekommt. Sobald die Blätter weich sind, könnt ihr den Wirsing aus dem Wasser nehmen und ihn etwas abkühlen lassen. Nachdem er dann soweit abgekühlt ist, dass man ihn anfassen kann, trenne ich die Blätter vom Strunk. Da sich die kleineren Blätter nicht so gut zum Einwickeln eignen, mache ich das jetzt so, dass ich den mittleren Teil des Kohls in feine Stücke schneide und für die Füllung benutze. Ihr könnt diesen aber auch für ein anderes Rezept aufbewahren oder auch mit den Rouladen mitkochen. Für die Füllung nehme ich jetzt noch eine fein gehackte Knoblauchzehe, eine fein gewürfelte Zwiebel und etwas gehackte Petersilie. Jetzt kommen noch 500 Gramm Hackfleisch und 90 Gramm Reis hinzu und dann könnt ihr die Füllung ganz nach Belieben würzen. Ich nehme hier einen Teelöffel Salz, einen Teelöffel Paprikapulver, ein Viertel Teelöffel Piment, etwas Pfeffer und einen Esslöffel Tomatenmark. Die Zutaten für die Füllung mische ich gut durch und dann können die Rouladen auch schon aufgerollt werden. Ich mache das jetzt so, dass ich die dicke Rippe nicht abschneide, sondern mit einem Messer flach drücke. Dann gebe ich je nach Größe des Blattes etwas von der Füllung auf die Mitte des Blattes, klappe die Seiten zur Mitte hin über die Füllung und rolle es von unten zur Spitze hin auf. Die fertigen Rouladen lege ich dann immer mit der Nahtseite nach unten ab, damit sie nicht wieder aufgehen. Kleinere Blätter könnt ihr wie hier leicht überlappend nebeneinander legen und wie ein großes Blatt verwenden. Nachdem alle Kohlblätter aufgewickelt sind, bereite ich die Soße vor, in der die Wirsing-Rouladen gekocht werden. Für die Soße schneide ich zunächst 2 Knoblauchzehen und eine Zwiebel in feine Stücke und brate sie mit etwas Olivenöl, bis sie weich und glasig sind. Dann gebe ich einen Esslöffel Tomatenmark hinzu und dünste es kurz mit an.
Wer möchte, kann jetzt entweder passierte oder Tomaten aus der Dose nehmen oder wie hier frische Tomaten pürieren und das Tomatenmark damit ablöschen. Auf die Tomatensauce schichte ich nun die vorbereiteten Wirsing-Rouladen und zwar so, dass die Nahtstellen immer nach unten zeigen, denn so gehen die Rouladen beim Kochen nicht auf. Den Topf fülle ich dann mit Gemüsebrühe auf und füge Salz und Pfeffer hinzu. Nachdem die Flüssigkeit aufgekocht ist, reduziere ich die Hitze und lasse die Kohlrouladen so lange köcheln, bis der Reis gar ist. Je nach Größe der Rouladen dauert es etwa 45 Minuten. Wenn ihr die Kochflüssigkeit etwas andicken wollt, könnt ihr, je nachdem wie dick sie sein soll, ein paar Teelöffel Mehl mit Schlagsahne oder Frischkäse verrühren und die Mischung zum Ende der Garzeit hin in den Topf geben und ein paar Minuten mitköcheln lassen. Die fertigen Wirsing-Rouladen könnt ihr nun entweder mit Pellkartoffeln oder wie hier nur mit der Soße servieren. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert auch das Glöckchen, um kein Rezept mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!